long have you waited, but it's finally here. Welcome to Germany's Top 10 Players of 2020, where we will go through the best of the best chosen by none other than you. This year, we decided to scrap the international voting because that seemed more of a popularity contest. Players within the top 1000 German rankings were allowed to vote, with the point distribution being on screen right now. Well, strap on folks, we'll start with the two honorable mentions, which were short of the top 10, and then continue on from there. Hope you enjoy. Dass der gute Patrick aka FX es in 2020 wieder ins Top 10 schafft, ist für mich persönlich kein Wunder. 2019 war seine Startrampe zum Erfolg und auch wenn sie leider durch einen persönlichen Krankheitsfall etwas kurz geraten ist, konnte FX sich in 2020 wieder als einen der besten Speedspieler Deutschlands etablieren. Scores wie Skin Thief, Hardrock oder einen legendären Everything Will Freeze FC sind genug, um einen Eindruck von seinem Skillniveau zu erhalten und auch um zu wissen, was für ein Potenzial er besitzt, um sich mit den besten deutschen Spielern zu messen. Abschließend kann man sagen, FX steckt voller Überraschung und Motivation und ich denke, auch wenn er Rückschläge wie in 2020 erlebt, wird er immer eine Legende bleiben. Auf den 9. Platz hat es im Jahr 2020 Angel Deneja geschafft, wohl eher bekannt als Angel Kanner. Anfang des Jahres war Angel Kanner nur ein weiterer MDT-Farmer, setzte sich jedoch dann durch sein wahnsinnig schnelles Improvement vom Rest ab. So konnte er innerhalb kürzester Zeit mit seinem Speed, Stamina und Aim auf schweren DT-Maps wie Endgame, Tokinami und Union glänzen. Dadurch hat er im November auch den wohlverdienten Sprung auf 2-Digit scheinbar mühelos geschafft. Mittels seiner guten Consistency hat er auch bewiesen, dass er durchaus fähig ist, in Tourneys zu performen. Wenn Kanner mal in seinen Plays den Mist weglassen würde, besteht auch durchaus das Potenzial, dass er erstaunliche Scores setzt. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir in Zukunft noch einiges von ihm zu sehen bekommen, insofern er denn nicht durch andere Spiele abgelenkt ist. Moin. Der Name Neox alleine sollte mittlerweile jedem ein Begriff sein. Stellt euch einen Spieler vor, der sich mit den besten Speedspielern auf globaler Ebene messen kann. Gebt ihm eine unvorstellbare Menge an Consistency und ihr bekommt dieses gefährliche Tournament Speedmonster raus am Ende. Neox kann hingegen auch mit seinen Solo-Scores wie einem One-Miss auf dem Yomiuri Mapset von Riven oder auch einem Stellarium DTFC sein Können im Solo-Play immer wieder aufs Neue beweisen. Nach seinem Unban in 2019 feierte er pünktlich zu 2020 sein Tournament-Comeback im OWC und zeigte mit seiner Glanzleistung dort, dass man ihn als Spieler respektieren sollte und dass er sich absolut zu Recht einen Platz in den Top 10 deutschen USO-Spielern reserviert hat.
Smarty is a being on a whole other level. I realized this once I had to play against him during the German Cup. He is literally my clone, but better. Consistent throughout, but has way more stamina than me. This was proven when he FC'd the Sun, the Moon, the Star. Absolute mad play. This is a guy that started shitting out 700 plus PP plays, one after the other, up to a point where many thought he was cheating. Smarty showed his potential during OWC 2020, where he earned his second place spot along with the rest of the team. This man is here to stay, and I think we still haven't seen him at 100%. Smarty, you may not be as smart, but you are a god at this circle clicking game. Auch wieder in diesem Jahr ist Rising oder auch einfach Reismann genannt in den Top 10 vertreten, wo er wie bereits in den vorherigen Jahren mit seinen Fähigkeiten in Streams, Stamina und Speed bis 270 BPM punkten konnte. Der aufstrebende Streamer konnte sich auch wieder in diesem Jahr beweisen und verbrachte einige Dutzend bemerkenswerte Double-Time-Plays, unter anderem auf Hot Right Now, Sakura Nagashi oder auch Wings, wo er erstaunliche Genauigkeit von über 99% vorweisen konnte. Mit seiner starken Consistency und einem vielfältigen Skillset konnte er gemeinsam mit dem deutschen OWC-Team 2020 den zweiten Platz erklackern. Bekannt ist er für seine wirklich nicen Emotes sowie Rising Happy, aber auch Rising Jam, womit sein wunderschönes Babyface in vielen Twitch-Streams vertreten ist. Alex, für mich und viele weitere bist und bleibst du einfach ein geiler Ficker. Hello Watcher hat im Jahr 2020 mehr denn je gezeigt, dass er zu den allerbesten seiner Klasse gehört. Zu seinen Main Skillsets gehören seine hohe Consistency und Accuracy, besonders mit den Mods Hardrock bzw. Hidden Hardrock. Ein nennenswerter Score aus diesem Jahr ist sein Hidden Hardrock FC auf Reset My Refrain mit einer Accuracy von 99,67%, welche selbst die meisten Nomad Accuracies alt aussehen lässt und der einzige FC mit Hardrock auf der Map ist. Neben diesen Worten zu seiner Singleplayer-Performance darf man mal Hello Watcher natürlich nicht außer Acht lassen, dass er sich unter den besten Tournament-Spielern der Welt befindet. Dies hat er auch in diesem Jahr wieder unter Beweis gestellt, indem er den ersten Platz im BLB und im OEC sowie den zweiten Platz im OSO World Cup mit seinem Team erreichte. Die Competition in der deutschen OSO-Szene war im Jahr 2020 stärker denn je und trotzdem hat Uwe bewiesen, dass er immer noch ganz oben mit dabei ist und somit verdient den 5. Platz erreicht. Wie auch nicht anders zu erwarten ist Hello Watcher innerhalb der Community auch bekannt als Uwe wieder unter den Top 10 Spielern Deutschlands. So beeindruckte er uns auch in diesem Jahr wieder mit seiner äußerst hohen Accuracy, was man beispielsweise in seinem SS-Rang auf der Map Fake Me, Science Adventure Dance Remix Sped Up Version erkennen kann, welchen er mitten im OWC-Match nebenbei erzielte, als er gerade nicht spielen musste. Außerdem nennenswert ist Hello Watchers 99,79% Hardrock FC auf Burn This Moment Into the Retina of My Eye und seinem seit 8 Monaten bestehenden Topplay auf The Mad PRLS mit Hardrock und nur 400ern. Im OSO World Cup 2020 war Hello Watcher einer der stärksten deutschen Spieler und konnte so sich und dem deutschen Team erfolgreich den zweiten Platz sichern. Uwe, du bist seit Jahren eine Legende, die wir alle wertschätzen und feiern und aus der deutschen OSO-Community nicht mehr wegzudenken. Und das auch noch nach dem Lally-Incident.
Umbrae ist mit Abstand eines der besten Spieler in Osu, wenn es um Accuracy, Stamina und Consistency geht. Mit seiner extrem guten Leistung im Osu World Cup sowie seinem hartnäckigen Willen, immer für unglaubliche Scores zu spielen, beweist er sich für mich als unaustauschbar im höchsten Level of Play. Ihm schon alleine im Livestream zuzuschauen, wie er Space Streams locker full comboed, ist unglaublich. Und mit seiner Motivation, sich jetzt auch noch in Double Time zu verbessern, sehe ich nichts als einen potenziellen Nummer 1 Spieler auf der Welt in der nahen Zukunft. Wer kennt es nicht? Man scrollt und scrollt durch seine Beatmaps und wenn man an den Streammaps vorbeizieht, die man eh nicht spielen kann, ist in den Leaderboards immer der Name Umbrae vertreten. Mittlerweile ist Umbrae ein weltbekannter Spieler. Er polarisiert mit sehr beeindruckenden Scores wie beispielsweise einem FC auf Input Tristagnum oder aber auch einem HDHR FC auf Mad Piero. Auch Metronom genannt, zeigt Umbrae mit konsistenten Unstable Rates im Bereich unter 60, dass er das Prinzip von Riven Games verstanden hat. Zudem hat Umbrae seinen Teil beigetragen, um gemeinsam mit dem deutschen OWC-Team dieses Jahr Platz 2 zu erreichen. Mal gucken, was von Umbrae im Jahr 2021 auf uns zukommen wird. It's incredibly difficult to overstate the sheer admiration I hold for Dustis. There is absolutely no argument to be made against the fact that he is one of the most well-respected, well-loved, and highest skilled players to ever grace the game, managing to remain comfortably within the top 50 and even top 20 globally without really breaking a sweat for all these years. An incredibly rounded player with an insane skill cap, constantly rivaling the very best. I have no doubt he will be regarded as a yardstick of skill for years to come. Hallo, wir haben uns hier versammelt, um den Tod des Staubmannes zu betrauern. Wie uns zu Ohren kam, verfiel er an seiner WoW-Sucht, was die ganze Osu-Community erschüttert hat. Spaß beiseite, der Captain des deutschen OWC-Teams war 2020 nicht so aktiv, aber dennoch hatte er teilweise Comebacks für einige Tage, in denen er kranke Scores rausgehauen hat. Beispielsweise Endgame mit Double Time oder den Choke of Goodbye. Außerdem belegte er zusammen mit dem deutschen Team den 2. Platz im OWC. Auch wenn er 2020 nicht viel gespielt hat, war das noch lange nicht das Ende seiner Reise. Und übrigens, falls ihr wissen wollt, wie sein Name ausgesprochen wird, dann... Auch in 2020 hat Okinamo wieder gezeigt, warum er mittlerweile ein Standard in den deutschen Toplisten ist. Er verkörpert die klassischen deutschen Stärken in Osu, ein schnelles, stabiles Aim und makelloses High-WPM-Tapping. Mit einer ganzen Parade an Hidden-Only-Scores auf den mechanisch anspruchsvollsten Maps, die Osu zu bieten hat, zeigt er auch dieses Jahr wieder, dass ihm mit Hidden absolut niemand etwas vormachen kann. In Tournament-Settings kann er nicht nur durch überragende mechanische, sondern auch mit Top-Level-technischen Fähigkeiten glänzen, was zu einer fantastischen Leistung im OWC geführt hat. Vor allem aber im European Cup ist er zur Höchstform aufgelaufen, wo er mit seiner Performance mehr als jeder andere dafür gesorgt hat, dass die Blase endlich platzt und der Titel nach Deutschland geht.
Dass Okinamo so weit oben in den Top 10 gelandet ist, wundert absolut niemanden. Nach seiner überragenden Leistung, sowohl in der deutschen Meisterschaft, wo er den ersten Platz erzielte, als auch mit einem großen Rucksack im OWC, zeigte Okinamo immer noch, was er für ein Tier ist. Er ist mit Abstand einer der besten Speed- und Stamina-Spieler, den Deutschland zu bieten hat, und zeigte auch im Jahre 2020 mit Scores wie Everything Will Freeze, dem 1000 PP Choke of Happy Song oder auf der Rhythm Yomiuri Map, was er für ein kranker Spieler ist. Vielleicht, wenn Okinamo endlich mal Hidden droppen würde und sich dem Hardrock Only Kult übergibt, könnte er es auch schaffen, im Jahre 2021 Top 10 Global zu erreichen. Unser nächster Kandidat ist Whitecat. Seit seinem Unban in 2019 hat er sich in der OSE-Community bewiesen, und zwar nicht nur als krasser Raw-Aim-Spieler, sondern auch als sehr guter Allrounder-Spieler. Zum Beispiel wie sein Score auf Yomiuri, Logical Stimulus und Galaxy Collapse. Nicht zu vergessen seine DT Easy Skills als auch seine DT Easy Scores. Er ist nicht umsonst Weltrekordhalter im Rang 1 erreichen und Rang 1 halten. Verbunden damit hat er auch als erstes die 20.000 PP erreicht. Mal schauen, was Whitecat uns in den nächsten Jahren bieten wird. Seitdem Wildcat unbanned wurde in 2019, dominiert er die Ranglisten. Er konnte den Nummer 1 Spot für das gesamte Jahr 2020 mit großem Abstand halten. Mit seinem großen Skillset beweist Wildcat, dass er fast alles spielen kann. Reading, Streams, Jumps, egal was, man kann immer einen guten Score von ihm erwarten. Er hat es zwar etwas ruhiger angehen lassen, was 3x-Plays angeht, und sich auf andere Skillsets fokussiert, was man aber auch deutlich im OSO World Cup 2020 merken konnte. Sein Tournament-Ban ist gerade noch so zu Ende gegangen und wir konnten ihn wegen diesem Ban zwar nur in diesem einen Tourney sehen, aber er hat eine große Show geliefert und auf den Rucksack angezogen und Deutschland ins Grand Finals der OSO World Cups gecarried. Und selbst gegen die USA, das dominanteste Team auf der Welt, seinen Tiebreaker geforst. Aber selbst außerhalb von Tourneys macht Whitecat kranke Scores, wo er nur kann. Ein fast 700 PP Play mit Easy Double Time, kranke Take Maps, Space Streams oder ein 10-Sterne FC gehören bei ihm zur Norm. Whitecat hat sich definitiv den ersten Platz in Deutschland verdient.